Das von Keith Tabul geshapte KT Wing Drifter, hier bei uns im Test in 80 Litern, kommt mit schon bekannten Details bei den Shapes und der Unterwasserschiffgestaltung daher. Allerdings sind diese sehr fein ausgeführt und im Detail sehr harmonisch zusammengefügt. Das hohe Maß an Erfahrung dieses Shapers ist auf den ersten Blick bei diesem wirklich exzellent verarbeiteten Board erkennbar. Betrachten wir hier das gleichmäßige Volumen, die Verteilung von der Nose bis ins Tail, auch bei einem wirklich aufwendig konstruierten Unterwasserschiff. So ist das Ganze hier mit einer extrem hohen Kippstabilität versehen, sodass hier auch, wie zu sehen, ein 95 Kilo Fahrer bei sehr wenig Wind ohne Probleme das Brett leicht in eine Vorwärtsgeschwindigkeit kommt, um schnellstmöglich die Strömungsgeschwindigkeit am Flügel zu erreichen. Betrachten wir hier einen Fahrer um 55, 60 Kilo, so ist das Ganze natürlich schon fast einsteigertauglich. Aber was auch entscheidend ist, man braucht hier sehr wenig Kraft zum Anpumpen und zum Bewegen des Boards. Und wenn wir das vergleichen mit den Mitbewerbern, also das Aufsteigen und auch das Anfahren ist leichter und schneller als vergleichbar mit einem von uns zuvor getesteten 85 Liter Skywing von Fanatic. Das ist hier wirklich auf dem Level von Indiana. Da hatten wir auch ein 81 Liter Board, was ebenso schnell auf den Flügel zu bringen war. Einmal in Fahrt fällt sofort auf, dass die gegebenen Trim-Möglichkeiten einen perfekten Einsatzbereich für die Nutzung von Flügeln bei uns im Test von 900 Quadratzentimetern bis zu 1500 Quadratzentimetern mühelos erlauben und sein sofortiges, direktes Gefühl für den Flügel vermitteln. Das Board ist mit seinen 66 Zentimetern nicht zu breit und diese leicht boxigen Rails, die aber flach gehalten sind, werden ja auf der Unterseite dann unterstützt durch leichte Konkaven, die dann in dieses Doppelkonkav hineingehen. Dadurch entsteht halt noch mehr Möglichkeit vom Winkel und wir haben halt eine bisschen ausgedünnte Nase, weil die schlanker ist vorne. Und dadurch ergibt sich auch beim Pumpen zum Beispiel hier wenig träge Masse für ein 80 Liter Board. Und auch was den Körpergewichtsbereich angeht, wir haben von den leichtesten Testern hier 55 Kilo. Klar, da ist so eine Boardgröße ein reines Leichtwindboard, aber auch in diesem Fall ist der Kraftaufwand, um das Board halt sauber auszusteuern, gering. Unabhängig davon, dass das Board vom Gefühl die geringstmögliche Trägheit aufweist, ist natürlich auch entscheidend, was für Winkel mit dem Board gefahren werden können, auch wenn es mal leicht wellig ist oder je nachdem, welche Mastlänge man fährt. Und da hat es KT so geschickt gemacht, dass einerseits dieser Bürzel, so wie wir es nennen, am Tail, das ist eine saubere Kante halt für einen sauberen Wasserabriss, die bleibt nicht hängen und auch die leichten dünnen Bevels, die geben sehr wenig Windwiderstand einerseits und auf der anderen Seite haben wir hier die sind leicht verrundet und dann geht es in diese leichte Konkave und das bleibt ebenso, auch wenn es mal einen ganz leichten Touchdown gibt, einfach nicht hängen. Das ist wirklich schön gewählt vom Shape-Merkmal und unterstützt halt dieses ganze wirklich schöne Allround-Konzept dieses Brettes. Beim Thema Springen, hier kann der Trim so gewählt werden mit den von uns genannten Flügeln zwischen 900 und 1500, dass wir hier eine exzellente Balance haben und auch das maximale Gefühl für den Absprung finden. Was sehr wichtig ist natürlich halt bei der Landung, dass der Winkel der Nose einen ganz soften Touchdown bietet. Das ist hier von unserem Empfinden von allen getesteten Brettern bisher mit das Beste gewesen, was wir so erlebt haben. Die Nase bounced einen leicht schon wieder nach oben, aber ohne dabei hart zu agieren. Klar, für den sehr leichten Fahrer ist diese Größe des Brettes natürlich immer ein bisschen bremsend, aber bei einem Körpergewicht von durchschnittlich 75 bis 85 Kilo ist das hier perfekt.
Wir haben hier mit dem KT Wing Drifter in 80 Liter einen perfekten Allrounder für Körpergewichte zwischen 75 und 85 Kilo. Plus minus 5 Kilo Körpergewicht ist auch kein Problem. Man kann im Vergleich auch sagen, dass jeder, der sich mal für ein 90 Liter Brett interessiert, kann auch dieses Board aufgrund von hoher Kippstabilität für sich mit ins Auge fassen und wird erfreut sein, wie einfach es sich dann und beweglich es sich dann in der Luft beim Fliegen verhält. Wir haben eins der besten Boards beim Aufsteigen auf den Flügel. Die flache, durchgezogene Rockerlinie ermöglicht einen schnellen Vorwärtsspeed. Wir haben ein sehr leichtes, einfaches Lösen von der Wasseroberfläche. Wenig Angriffsfläche seitlich, also auch bei starkem Wind ist das Brett einfach zu kontrollieren. Es gibt sich in allen Disziplinen keinerlei Schwäche, ob man jetzt hier nur gemütlich rumcruisen möchte oder Freestyle-Tricks ausprobiert oder in der Welle fahren. Das ist alles sehr gut mit diesem Wing Drifter 80 Liter möglich. Einzig beim Springen in unserem Test, bei den sehr leichten Testern, da ist natürlich das Trägheitsmoment aufgrund der Größe im Verhältnis des Boards höher ausgefallen. Es ist alles möglich, aber das ist vergleichsweise so, als ob man probiert mit 80 Kilo Körpergewicht dann seine Freestyle-Tricks oder seine Sprünge mit 100 bis 110 Litern durchzuführen. Beim Cruisen und in der Welle ist das Ganze natürlich vollständig unproblematisch und ist selbst für diese Körpergewichtsklasse im Einstiegs- bis Intermediate-Bereich eine sehr gute Wahl. Und wenn man betrachtet, dass das Modell ja schon eine Weile am Markt ist, aber jetzt nur in ganz kleinen, winzigen Nuancen überarbeitet wurde, wird einem klar, dass die Unterschiede zwischen einem guten oder einem sehr guten Brett sind teilweise wirklich nur in den Millimeterbereichen zu sehen, wie irgendwelche Kurven miteinander harmonieren oder wie die Volumenverteilung halt optimal gestaltet ist, die Positionierung des Trims. All diese Komponenten, da sieht man oder spürt man sofort, hier hat man sich eine ganze Weile wirklich mit diesem Modell beschäftigt und das bis zum Ende vollständig auskonstruiert, sodass wir hier definitiv eins der besten Wingfoil-Boards am Markt bekommen haben. Sodass es auch seinem Verkaufspreis von etwas über 1.500 € in jeder Beziehung gerecht wird.